Heute habe ich für euch da Melanzani und die möchte ich jetzt mit unserer Kräuter-Multifunktionscube eben trocknen. Und was sagt ihr dazu? Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Es ist nämlich eine besondere Sorten von Melanzani und Melanzani kann man ja auch sehr gut in der Rohkost verwenden, in der veganen Küche und so weiter. Und in getrockneten Zustand ist es nicht immer so, dass die den Geschmack und die Vitamine eben beibehalten, aber mit unserer Trocknungsmethode funktioniert das. Seid gespannt, ob die bei der Trocknung, wenn die fertig eben ist, vorhanden bleibt oder nicht. Und das Auge isst natürlich mit und das schauen wir uns jetzt an. Ich die jetzt einfach in der Mitte durch, tue den Strunk da entfernen, den schneide ich jetzt auch weg. Und die Melanzani sieht man ja, die hat innen so eine naturweiße Farbe. Schneide ich da so 3 bis 5 mm Scheiben runter. Das merkt man schon beim Schneiden, dass die Melanzani auch einen höheren Feuchtigkeitsgehalt hat oder im getrockneten Zustand, dass das von innen nach außen über die Zellstruktur trocknet, dass die Feuchtigkeit eben entzogen wird. Dadurch wird das Volumen eben verringert, aber die Farbe wird beibehalten bleiben, also der Farbstoff bleibt erhalten. Wenn ihr im getrockneten Zustand eben wieder Feuchtigkeit hinzugibt, nachher geht die Zellstruktur wieder auf, weil sich die ganzen Zellen eben mit Wasser füllen und dann ist es wieder wie frisch. Einfach so gut es geht. Am besten ist es ein gut schneidendes Messer zu haben, in gleichmäßige Scheiben. Schaut mal, wie die schön eben von der Optik sind. Ich lege sie jetzt da in diese Schüssel rein. Bei unserer Trocknungsmethode ist ja das Besondere, das ist eine Infrarotfrequenztechnologie, das ist keine Lufttrocknung und auch kein Dörrautomat. Das ist komplett eine andere Technologie. Und wenn ihr die ganzen Videos anschaut, da erwähne ich das immer wieder, dass das mit den herkömmlichen Trocknungsmethoden überhaupt gar nicht vergleichen kannst. Es ist egal, was man da reingibt in die Kräutercube, ob jetzt Kräuter, Obst, Gemüse, Pilze, das findet bei allen auch Nachreifung statt. Habe ich die Melanzani eben in gleichmäßige Stücke aufgeschnitten und da eben aufgelegt auf die Gitter. Das ist die große Kräutercube, die hat eben 6 Fächer und die Gitter sind alle aus hochwertigen Edelstahl, also alles antibakteriell. Darunter, was ihr seht, das ist das Trocknungspanel. Das ist auf Infrarot A. Und der Infrarot A ist der kurzwellige Bereich vom Infrarotspektren und der ist für die Trocknung zuständig. Da ist der Lüfter. Das erste ist der Ein-Aus-Knopf und dann hat er noch 3 Stufen. Desto mehr Feuchtigkeit die Produkte haben, desto höher sollte die Stufen Öffnungen, was man auf und zu machen kann. Und da wird durch Überdruck die Feuchtigkeit nach außen transportiert. Und bei Beginn der Trocknung sollte man die Fenster eben öffnen. Und wenn man dann eine längere Zeit trocknet oder nach einigen Stunden, kann man das dann eben zumachen. Wenn ich einmal nach oben eben druck, sieht man da in die Kommatemperatur und das schaltet dann um. Und dann ist die Trocknungstemperatur, wo man die Temperatur nach oben und nach unten stellen kann. Und das trockne ich jetzt bei 28 Grad. Jetzt geht's los mit der Trocknung. Jetzt sind die Melanzani fertig getrocknet und ich zeige euch da jetzt das Ergebnis. Tada! Und schaut einmal, wie mit unserer Trocknungsmethode, wie ich schon erwähnt habe, die ganzen Farbstoffe erhalten bleiben. Die Melanzani haben ja außen eine violette Farbe und das bleibt bei unserer Trocknungsmethode alles erhalten. Und innen sind sie weißlich und die werden nicht braun. Also das bleibt alles schön weiß. Weißes, was man trocknet, bleibt auch weiß. Und das ist auch ein Qualitätsmerkmal von unserer Infrarot-Trocknungsmethode. Und man hört da, dass es gut trocken ist, weil sonst dann würde man das Knacken nicht hören, wenn es nicht anständig trocken wäre. Trocknung wird die Feuchtigkeit über die Zellstruktur entzogen und wenn man sie in Wasser wieder hinzufügt, gehen sie wieder auf wie frisch und dann kann man sie
zum Kochen eben hernehmen oder man kann das alles in Pulver vermahlen, dann hat man auch Melanzani-Pulver oder man nimmt sie einfach so her und hat dann einen gesunden Snack ohne Chemie und so einfach könnt ihr eure eigenen Produkte herstellen, trocknen oder eure eigenen Gewürze oder Sachen aufmalen damit und das funktioniert wunderbar. Schaut eine unter www.kräutercube.at, da seht ihr sehr viele Informationen rund um die ganze Kräutercube, auch von der ganzen Technologie und das tat mich sehr, sehr freuen, wenn ihr den YouTube-Kanal eben abonnieren tatet, teilen und liken und ich freue mich auch über jeden Kommentar. Bis bald zum nächsten Video. Tschüss!